Christi, im heutigen Video geht es wieder mal um ein Unboxing. Wie du weißt, habe ich mir das neue iPhone besorgt, das iPhone 11 Pro, und ich bin jetzt schon ziemlich begeistert mit der Videoqualität, die das Handy macht. In diesem Video werde ich ein Unboxing machen von ein bisschen Zubehör für das iPhone. Unter anderem, ich habe ja diesen GorillaPod, ich glaube das ist der 5K von Joby im Einsatz. Da kann ich meine große Kamera drauf tun und vloggen oder irgendwo das einspannen, hinstellen, ganz spontan, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen werden wir zuerst einmal das auspacken. Ich habe hier mir bestellt von Joby ein GorillaPod Pro 2 für iPhone. Schauen wir mal, was das kann. Also da steht drin auf jeden Fall Cold Chew Pro included, damit ich oben was draufgeben kann. Ich habe gern halt erstens hat es einen guten Griff und zweitens kann man es gut formen und überall hinklemmen und auf Ästen und irgendwo einzwicken. Deswegen ist das ziemlich toll. Tja, fangen wir mal an zum Unboxen. Aus diesem Grund kommt wieder mein nettes, selbstgeschmiedetes Damaszener Stahlmesser ins Spiel. Das darf ich mir nur nicht in die Finger schneiden. Boah. Dann schauen wir mal, was in dieser Verpackung drinnen ist. Oh. Zuerst haben wir mal ein kleines Mini-Tripod. Es lässt sich super formen auch. Es fühlt sich relativ stabil an. Der Cold Chew ist schon drauf. Das finde ich super. Da kann ich das Handy reintun. Jetzt ist die Frage, wie das läuft. Muss man das erst aufschrauben? Ah ja. Also, das muss man erst aufschrauben. Dann kann man es dazu machen und hinten ist so eine kleine Schraube, die dreht man dann. Ah, ich verstehe. Das muss man auf jeden Fall fest reinschauen, fest zusammendrücken und dann erst die Schraube zuziehen, weil sonst haben wir ein kleines Problem, dass das Handy einfach rausfällt. Also beim Einrichten sollte es da auf jeden Fall Zeit nehmen. Da ist auch nochmal so ein Gestänge, damit ich festdrehen kann. Dann ist das Handy sicher drinnen und ich kann es relativ angenehm, wie ich es von einem Joby GorillaPod gewohnt bin, halten und vloggen, was eigentlich ziemlich lässig ist. Gefällt mir sehr gut. So, ich will eigentlich was anderes aufmachen. Und zwar kennt ihr sicher noch den DJI Osmo Mobile 2. Auf jeden Fall habe ich den noch. Natürlich, ich habe den auch im Einsatz. Der wird in einer so schönen großen Verpackung geliefert, aber ist doch ein bisschen unhandlich. Und aus diesem Grunde habe ich mir ein DJI Osmo Mobile 3 Combo besorgt. Das machen wir jetzt einmal auf. Wie oft ist denn das verpackt? Osmo Mobile 3, Osmo Carrying Case, Osmo Grip Tripod, Power Cable, Storage Pouch und Wrist Strap. Das ist toll. Und was brauche ich dafür? DJI Mimo App. Also für den DJI Osmo Mobile 2 hat es gegeben die DJI Go App und für den Osmo Mobile 3 brauche ich anscheinend die Mimo App. Gut, machen wir das mal ein bisschen auf, ohne dass wir sich selbst verletzen. Als erstes haben wir hier eine nochmals verpackte DJI Osmo Box, nochmal ein Plastik drüber, das machen wir jetzt einfach auf. Oh, ein nettes Case, da kann man hinten sogar was reintun. Ich finde das toll. Hier steht DJI Osmo drauf. Schauen wir jetzt erstmal, was noch in den Karton drin ist. In dem Karton ist noch ein Karton drinnen. Und in diesem Karton ist... Warum geht denn das nicht auf? Wer hat sich denn das einfallen lassen? Hier ist ein Handding, eine Handschlaufe dabei. Ein USB-C-Kabel ist dabei. Was ist das? Irgend so ein Back. Da haben wir eine nette Osmo DJI. Dann haben wir die ganzen Beschreibungen. Quick Start Guide, den brauchen wir dann gleich. Eine extra Handschlaufe. Big Ding, was auch immer das ist. Und einen Grip. Genau, das ist ein kleiner Grip. Dann kann ich das aufstellen. Flach auf dem Boden. Was ziemlich cool ist. Das lässt sich gut verstauen. So, jetzt schauen wir mal, was in dieser Box drinnen ist. Ah ja, da haben wir ihn schon. Da sind überall solche Sachen drinnen, die den schützen sollen. Er schaut definitiv anders aus.
Das ist ein nettes, kompaktes Format. Der wackelt herum und der wackelt nicht herum. So, schauen wir mal. Er ist etwas von der Hauptgröße, ist er etwas kleiner und ich kann ihn zusammenfalten, ohne dass er irgendwie da herumwackelt. Also einfach mal aufklappen und schon ist er da. Ich frage mich nur, wie man den ausbalanciert. Tun wir mal die ganzen Picker runter, weil die nerven sowieso. Tun wir den mal da unten auf dem Stand draufschrauben, damit ich ihn mal hinstellen kann. Und jetzt ist die Frage, wieder so ein Klebeding-Scheiß. Ich hasse solche Klebesachen. Warum machen die das? Und nur um mich zu ärgern. Wichtig ist, nicht balancieren, wenn man kein Handy drinnen hat. Ich schätze mal, so ist gut ausbalanciert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie balanciere ich mein Handy aus? Schauen wir mal. Da steht Kurzanleitung. So, wenn ich hier halte, darf das Handy nicht nach links und rechts. So, es darf nicht das machen. Super, das ist es. So, nächster Schritt. Wenn ich es aufrecht halte, darf es nicht nach links und rechts kippen. Ja, das tut es auch, denke ich. Dann drehen wir das Ding einmal auf. Ja, super, es ist gekoppelt. Also ich muss schon sagen, diese Anleitungen sind alle für die Fisch. DJI Mimo App, die ich ja sowieso habe, warum auch immer. Irgendwie mag ich das gar nicht. Schau, ich habe festgestellt, mein Benutzerkonto gibt es schon. Leibend. Das heißt, ich kann mich einfach anmelden gehen. Jetzt bin ich endlich angemeldet bei diesem Kack. Dann haben wir ein Steuerkreuz. Immer schön neigen. Dann steht da einmal drücken, Foto aufnehmen oder Aufnahme stoppen, starten. Zweimal M drücken ist auf jeden Fall in den Porträtmodus, was ziemlich cool ist. Dreimal drücken, Ruhemodus aktivieren, drücken und gedrückt halten, an, aus. Dann haben wir drücken und gedrückt halten, also hinten Sperrmodus aktivieren und loslassen zum Beenden des Modus. Ja. Tatsächlich. Aber da darf man nicht zu sehr kippen. Es hat eine gewisse Einschränkung natürlich, ist selbstverständlich. Das ist eine Einschränkung. So, zweimal drücken, Gimbal neu zentrieren, das haben wir gerade gemacht, das ist toll. Dreimal drücken, zwischen Front- und Rückkamera wechseln, das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Einmal drücken und gedrückt halten, Sportmodus aktivieren, zum Beenden den Modus verlassen. Über den Ladeanschluss laden, das ist typischerweise immer hier. So, die neue Firmware ist installiert. Sagt er, ich soll da fertig drücken, passt. So, jetzt gehen wir aus dieser Osmo App raus, gehen in die Standard-App, zweimal drücken, horizontaler Modus. Wenn ich den Stand nicht brauche, tue ich ihn abmontieren, dann habe ich ein kleineres in der Hand. So, wenn ich den jetzt zuerst zentriere ich ihn neu und dann will ich ihn fixieren. Wow, 1, 2, 3. Was ist das für ein Modus, bitte? Kann man das jemand sagen? Das ist lustig, was das für ein Modus ist. Also ich kann auch ein Ziel verfolgen, indem man, der sagt das, man kann ein Ziel verfolgen, indem man einfach eine Person oder ein Subjekt markiert. Machen wir das mal mit der Hand. Siehst du, das scheint zu funktionieren. Wow, gar nicht mal so schlecht. Hier ist meine andere Hand. Jetzt hat er es verloren. Jetzt hat er es wieder gefunden. Das ist aber toll. Also für alldiejenigen, die sich selbst filmen wollen und ein bisschen herumgehen wollen, die können einfach diese App benutzen. Ich weiß nicht, wie ich die Kamera einstellen kann, weil zum Beispiel Weitwinkel oder so. So, jetzt gehen wir mal aus der App raus, gehen in die eigene App. Da kann ich natürlich einen Weitwinkel hernehmen. Da kann ich ein sehr schönes Weitwinkel machen. Es ist auf jeden Fall leichter als der DJI Osmo Mobile 2, das kann ich schon sagen. Das ist die neuere App, von dem her erwarte ich mir auch relativ viele neue App braucht man auch, wenn man den DJI Action, also Osmo Action, also die Sportfotografiekamera, also die Sportkamera benutzt. Und ansonsten fühlt es sich sehr hochwertig an. Mit dem Stand ist natürlich auch genial, den kann ich aber auch auf meinen anderen auch benutzen. Rein theoretisch hätte ich jetzt auch 2 Gimbals. Mit nur einem Handy ist es ein bisschen problematisch, aber wenn ich ein zweites Handy nehme, könnte ich mir da ein kleines automatisches Verfolgungsding aufbauen. Ansonsten ist es ein ziemlich cooles Teil eigentlich. Lang draufbleiben, dann blinkt's, dann ist es aus. Dann macht man das Ding mal auf, lasst es hier einrasten und dann geht man einfach noch her und klappt das Ding ein. Und fertig ist für den Transport. Aber wenn ich jetzt vergleiche, das und das, ist es ein großer Unterschied. Das passt natürlich in jeden Rucksack, jede kleine Tasche rein. Wie der DJI Osmo Mobile 3 vergleichsmäßig abschneidet,
bei ruhigen Aufnahmen natürlich mit dem Handy ist noch fraglich, das muss ich mir noch anschauen, auch im Vergleich zum DJI Osmo Mobile 2. Allerdings muss ich sagen, dass das iPhone 11 Pro alleine schon eine wahnsinnig gute Bildstabilisierung hat. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr eine Frage habt oder mir Feedback geben wollt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!